Hallo Weinfreunde, heute verkosten wir 3 Weine vom Weingut Black Estate, die wir für Sie in unserem Black Estate Verkostungspaket zusammengestellt haben. Die beiden Besitzer und Eigentümer von Black Estate, Penelope, besser auch als Pen Naish bekannt, und Nick Brown, beantworten unsere Fragen und stellen ihre Weine vor. Die Weine von Black Estate ragen mit ihrer Individualität und Feinheit und Komplexität von der Masse heraus. Wir freuen uns sehr auf die heutige Verkostung. Empfohlen hat uns damals das Weingut Black Estate die frisch gebackene Master Sommelier Stephanie Hehn. Wir haben das Weingut dann besucht und waren sofort von diesen tollen, charaktervollen Weinen angetan. Fangen wir an mit einem kurzen Hallo der beiden umwerfend charmanten Neuseeländer. I'm Pen. I'm Nicholas. We're the owners of Black Estate Wines in North Canterbury, and Nicholas is the winemaker. Pen's the general manager. I run the show, Mm-hmm. but he makes the wine. Tight ship as well. We're looking forward to offering some information about what we're doing here at Black Estate. Black Estate liegt in der neuseeländischen Weinregion North Canterbury, was auch bekannt ist als Teil von Waipara. Das ist 200 Kilometer lang in Summe und liegt nördlich von Christchurch. Hier gibt es hauptsächlich kleine Weingüter, die Qualitätsweine anbauen. Entsprechend selten gibt es die Weine dieser Region in Europa. Einige von Ihnen haben vielleicht sogar noch nie von dieser Region gehört. Zur Einstimmung ein paar Impressionen aus North Canterbury. The North Canterbury wine region spans an impressive 200 kilometres along the eastern coastline of New Zealand's South Island. The Waipara Valley is the home to the North Canterbury wine region, with over 90% of the vineyards planted here. Waipara is sheltered from the cool easterly winds by the Teviotdale Hills, but exposed to the blustery nor'wester, making it a drier and warmer climate. It is often recorded as the driest location in the country, making irrigation essential. With visible limestone present throughout the region, it's no wonder North Canterbury has gained a reputation for Pinot Noir and Chardonnay, as well as outstanding aromatic varieties like Riesling and Pinot Gris. North Canterbury liegt also auf der Südinsel Neuseelands, nördlich von Christchurch. Durch ein Gebirge ist es von den Ostwinden geschützt, aber es weht ein sehr kalter nördlicher Wind durch die Weinregion. Es ist sehr trocken. Auch hier wird wie im restlichen Neuseeland Sauvignon Blanc angebaut. Bekannt ist die Region aber hauptsächlich für den Chardonnay und für den Pinot Noir. Zusätzlich werden Pinot Gris und Rieslinge angebaut. Der Boden ist stark vom Kalkstein geprägt. Und man muss sich vorstellen, dass hier weniger als 3% des neuseeländischen Weins entstehen. Pen und Nick, erzählt uns doch mal bitte etwas über das Weingut Black Estate und warum ihr euch in der Region North Canterbury angesiedelt habt. So we're in the North Canterbury wine region, which is 1 hour north of Christchurch. We're sheltered from the coastal breezes by the Teviotdale Ranges, and we have a range of interesting soil types for wines. In North Canterbury we have gravels, limestones and clay, and in the sub-district where we are, where we have our 3 vineyards, we have mainly clay, we have limestone and sandstone within our 3 vineyards. So we were drawn here in 2007 when we bought the home vineyard, originally from Russell Black. That's why we called Black Estate. And we were drawn here because of those soils and the climate. And now we have 3 vineyards, which is making things really interesting. Ihren ersten der 3 Weinberge haben die 2 also in 2007 von Russell Black gekauft. Nach Russell Black ist auch das Weingut benannt. Wegen der Böden und des Klimas kamen die beiden nach North Canterbury.
Es sind 3 Weinberge mit überwiegend Lehmboden, Kalkstein und Sandstein. Insgesamt sind die Weinberge auf 24 Hektar verteilt. Pen und Nick betreiben zusätzlich noch eins der besten Weingüterrestaurants Neuseelands und sind sehr gut in der neuseeländischen Weinszene vernetzt. Eine der größten Weinkonferenzen der Welt findet tatsächlich in Neuseeland statt. Das ist die Pinot Noir NZ. Ursprünglich sollte das Event in 2021 stattfinden. Aus aktuellem Anlass wurde das aber in Februar oder auf Februar 2022 verschoben. Es gibt dort 2 Damen erstmals, die als Hauptverantwortliche dieses Mega-Event organisieren und durchführen und moderieren. Eine davon ist die legendäre Helen Masters vom Weingut Atarangi, übrigens auch bei uns im Sortiment exklusiv. Und die andere ist tatsächlich Pen Naish von Black Estate. Das ist eine unglaubliche Ehre, die ihr hier zuteil wurde, dass man sie dafür ausgesucht hat. Und die beiden Damen, Masters und Pen Naish, werden zusammen auch als Queen of Pinot ehrfurchtsvoll von den Neuseeländern für dieses Event und für ihre Lebensleistungen bezeichnet. Recht haben sie. Ah ja, eins wollte ich ja noch sagen. Nick, wie ist denn deine Philosophie beim Weinmachen? So with the 3 sites that Pen mentioned, we are looking to bring out the best quality of each of these 3 sites. And for us, the best quality is their truest quality. So when you taste the wines, you get a strong sense of the character of the place, even without visiting. Because that, for me, my favorite wines have that experience where you are transported to a place without having to think about manipulations in the winery. It's really just the character of the site. So we believe the best way of doing that is having all of our focus in the vineyard, work right through from pruning all the way through the growing season, which we've just begun here in North Canterbury, and taking that right up to harvest. And if we can grow beautiful fruit, we can make the winemaking very simple, and you can taste the strong character of each site. Bei Black Estate geht es also ganz explizit darum, nicht irgendwelche Manipulationen im Weinkeller an den Weinen durchzuführen, sondern der Hauptaugenmerk liegt auf den 3 Weinbergen. Man möchte den individuellen Terroir-Charakter des Weinguts des Weinbergs in dem Wein zum Ausdruck bringen. Man soll also immer blind schmecken, von wo dieser Wein kommt. Also die ganz klassische Terroir-Gedanke. Das Weingut steht für höchste Qualität. Die wichtigste Arbeit findet tatsächlich entsprechend in den Weinbergen statt. Man möchte gesunde Pflanzen auf einem gesunden Boden haben, auf einem kräftigen, gesunden Boden, die für gesunde Pflanzen sorgen, ohne dass man chemische Substanzen dafür verwenden möchte. Wir verkosten heute Weine von 2 dieser Weinberge, einmal den Home-Weinberg und dann den Dempsey-Weinberg. Wir fangen mit dem Home-Weinberg an und hier sind ein paar Bilder. So the home vineyard is the original vineyard planted by Russell Black in 1994. This is the vineyard that Pen and I and Pen's family purchased from him in 2007. He originally planted 4 hectares of Chardonnay and 4 hectares of Pinot Noir. And in 2011, we planted more Chardonnay and Pinot Noir and also some Cabernet Franc and Chenin Blanc. If you want to go onto our website and into the land section, you will see a great map of the vineyard and all those varieties. This site is predominantly clay. It's a sedimentary clay that is highly mineralized with calcium carbonate. It's a gentle north-facing slope and it really has a lovely aspect. Das Home Vineyard ist der erste Weinberg, den Pen und Nick in 2007 gekauft haben. Schon 1994 baute der Voreigentümer Black hier die ersten Reben an, und zwar ausschließlich Chardonnay und Pinot Noir. Diese Reben sind also mittlerweile 26 Jahre alt. In 2011 haben die beiden hier weitere Reben angebaut. Der Weinberg ist dominiert von seinem Ton-Lehmboden, der auch sehr viel Calciumcarbonat, in Fachkreisen auch bekannt als kohlesaurer Kalk, beinhaltet, was dem Wein seinen ganz speziellen Charakter verleiht. Kommen wir also zum ersten Wein, dem Home Chardonnay 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Absolut. Absolut. Ja, Pen und Nick, erzählt uns doch mal was über diesen Wein.
Home Chardonnay 2018. So this site, as I mentioned, is got lovely calcareous clay soil, so mainly clay with seams of calcium carbonate in it. The clay soil there gives this Chardonnay lovely weight and texture, density, without needing to force the wine in any way. It also has a lovely minerality and freshness because of the cool climate and possibly because of the high amount of minerals in that site. It was quite a mild, a warm season on the whole, so that has a nice sort of soft broadness. Absolutely. That vintage. Yeah, 2018 had a lovely summer, lovely warmth in the summer. And for all the 2018 white wines we produce, they do have a lovely richness in the mid-palate there. But the home Chardonnay that you're trying, it still has the hallmark characters with this lovely texture and weight from clay, and then the salty and long finish to it. That's very fresh and vibrant. So you're getting nice weight, but it's balanced really well with this good crisp acidity to it. Also die Textur und das Gewicht kommt vom Lehmboden und diese leichte Salzigkeit, die der Wein auch für mich direkt am Anfang in der Nase hat, kommt von dem Mineral des Weinbergs. Die Frische kommt von dem kühlen Klima, was es ausgezeichnet hat. Und der warme Jahrgang 2018 hat für diesen reichhaltigen und vollen Körper gesorgt. Der Wein wird und wurde spontan vergoren. Also man verwendet keine Reinzuchthefe, sondern die natürliche im Weinberg vorkommende Hefe. Er wird für 9 Monate in 500 Liter französische Eichenfässer gegeben. 18-20% davon waren neue Fässer. Man möchte also dadurch, dass man große und überwiegend alte Fässer verwendet, nicht, dass die Eiche den Charakter dieses Weins zu sehr dominiert. Der Wein ist zu 100% malolaktisch vergoren. Das ist der Prozess, wo Apfelsäure im Wein in Buttersäure umgewandelt wird, was dem Wein diese laktischen Noten gibt. Also man könnte auch sagen, eine Buttrigkeit und eine Cremigkeit. Ja, ein wirklicher Charakter Chardonnay für mich. Also in der Nase direkt dieses leichte die leichte Salzigkeit von dem Mineral und etwas Ananas, Nektarine, auch so ein leichtes Buttertoast, so ein bisschen Nougat. Also ja, ein wirklich toller, komplexer Wein. Ja, absolut. Ich finde auch hochkomplex. Er ist nicht ein holzamer Wein, ist ein feiner Wein. Er hat einen dichten Kern aus konzentrierten Fruchtaromen. Man spürt seine Mineraligkeit und die eben schon angesprochene Cremigkeit, die im Hintergrund liegt. Und dabei dann weiter diese schöne frische Säure, die den Wein lebendig macht. Also schön. Kann man trinken. Ja, absolut. So, wir bleiben beim Weinberg und gehen über zum Pinot Noir, dem Black Estate Home Pinot Noir 2017. Pen und Nick erzählt uns etwas über diesen Wein. Black Estate Home 2017. This Pinot Noir is from our home vineyard, and here the clay soils really give this wine lovely soft tannin. And with time in the bottle, we really love to see the way the wines, the tannins soften and start to melt. So with clay soils, we're thinking about this very sensual and soft character that it brings, but also like the Chardonnay, there is this natural minerality in the site that gives the wine added length to it. So with that, we are hand picking all the fruit after a long growing season, and we are fermenting this wine in 2-ton open top fermenters. And during that time with Pinot Noir, we are plunging with hand and foot very gently. We may do this once a day, maybe twice a day at the very peak of the ferment, but we're thinking about a very gentle extraction because the wine naturally has got a lot of weight and texture to it. After 28 days on skins, the wine is pressed and just drained to barrique. There's no new wood in this wine. It's all aged in French 228 litre barrels, but all of them are seasoned, and they spend 12 months in barrel. The wine is then blended from barrel to tank, allowed to settle naturally through winter, and then in spring we bottle this wine. Vielen Dank, ihr beiden.
Beim Pinot Noir kommen die sanften Tannine, die wir hier spüren, also vom Lehmboden. Wie beim Chardonnay gibt es auch noch diese natürliche Mineralität des Bodens, die dem Wein eine zusätzliche Länge verleiht. Der Wein wird bei der Lese von Hand geerntet, kommt in offene Fermenter. Hier findet die Bâtonnage statt, das heißt also das Unterpressen des immer wieder nach oben treibenden Traubenhuts nach unten. Das wird zweimal am Tag gemacht, und zwar nicht mit irgendwelchen Maschinen, sondern ganz traditionell mit Händen und Füßen, die natürlich vorher hygienisch gereinigt wurden. Nach insgesamt 28 Tagen auf der Maische wird der Wein dann für 12 Monate in gebrauchte französische Barrique-Fässer diesmal, also Fässer mit 228 Liter Volumen, gefüllt. Man lässt ihn hier diese 12 Monate liegen. Dann wird der Wein aus den verschiedenen Fässern in einem Tank geblendet und man lässt ihn dort über den Winter zur Ruhe kommen. Im Frühjahr schließlich wird der Wein in Flaschen abgefüllt. Ja, und das Ergebnis haben wir jetzt im Glas. Für mich wunderschön duftend nach roter Kirsche, nach Waldbeeren. Ich habe ein bisschen Eukalyptus mit drin, etwas Rosenblätter und natürlich, wie jeder schöne Pinot Noir, entwickelt sich dieser Wein auch im Laufe der Zeit und bringt immer wieder neue Aromen zutage. Ich finde, der Wein hat eine wunderbare Nase. Also ganz intensiv. Wir haben den sogar extra schon gestern aufgemacht und dann wieder verschlossen. Also der hatte schon so ein bisschen Sauerstoffkontakt. Er konnte sich wunderbar entwickeln. Am Gaumen haben wir Beerenfrüchte, rote Johannisbeere. Ich habe so einen erdigen Charakter noch. Ja. Und wir haben eine hervorragende Balance, die einen klaren Eindruck, so wie das vom Winzer gedacht ist, des Terroirs Home Vineyard gibt. Ja, wunderschön. Jetzt sind wir natürlich auch auf den Unterschied gespannt zum anderen Pinot Noir, zum anderen Weinberg, dem Damsteep Pinot Noir 2017. Nick und Pen, könnt ihr uns bitte was über den Weinberg und über den Unterschied zwischen den beiden Weinen erzählen? So the next wine you guys are looking at is Damsteep 2017 Pinot Noir, and this is from a vineyard 10 kilometers north of home. It's on a hill. We're actually at Netherwood, so that's slightly confusing for you. That's another vineyard. But Damsteep is it's 130 meters higher than the home vineyard, and it has some amazing limestone soils in the top block. But the whole atmosphere up there is different. It's a bit more exposed at the top, but it has some amazing varying blocks that are on different slopes throughout the vineyard, and a different microclimate, even though it's only 10 k's up the road. So for us, it's incredibly special to be looking at terroir within this small sub-region of Waipara Valley. And you're going to see two quite different wines today that are actually made exactly the same way and from the same season. But anything else to add about Damsteep, about the soils? Well, as you mentioned, it's made exactly the same way. The soil is limestone rather than clay. And for me, the limestone gives this wine a real tension of tannin. So whereas the home Pinot Noir that you may have tried has got lovely tannins that are soft and melt with time, Damsteep has got this real tension that runs through the wine and gives it a lovely length and a different type of minerality. So I think that's its point of difference. And for us to make a wine in the winery exactly the same way as I described with the home, but to see completely different characters is really showing the character truly of its site. Yeah, so those grapes are treated exactly the same way. And apart from perhaps, you'll do different extractions every morning just depending on what the wine needs? No, it's just the same throughout. For batch by batch. Yeah. Always learning something. Same. Danke, Pen und Nick. Wir haben also einen auf die gleiche Art zubereiteten Wein. Alles ist wirklich genau identisch, was im Weinkeller stattfindet. Der Unterschied macht ausschließlich der Weinberg Damsteep, obwohl nur ungefähr 10 Kilometer entfernt von dem Home Vineyard. Liegt der Weinberg 130 Meter höher als der Home Weinberg. Und im Gegensatz zu den lehmigen Böden, die der Home-Berg hat, haben wir hier Kalk-Sandsteinböden. Und das ist der entscheidende Unterschied, zusammen mit dem etwas anderen Mikroklima, was die zwei hier besprochen haben.
Hier nochmal ein visueller Eindruck von dem Weinberg. Ja, also ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Weinen. Der Kalksteinboden bringt laut Nick also diese andere Tanninstruktur in den Wein und der Boden sorgt auch für eine etwas andere Mineralität. Schön, ne? Ja, ich habe hier Aromen von Himbeere, Kirsche, würziges Sandelholz, Erde und was man halt wirklich dann auch merkt, wenn der Wein dann am Gaumen abgeklungen ist, dass diese Tannine hier deutlich erkennbar sind, Absolut, die von ja. dem unterschiedlichen Boden kommen. Ja, und so ein bisschen dunklere Früchte, also mehr so Pflaume, ne? Also und Brombeere etwas, also von der Aromatik anders, schon deutlich anders als der Home. Ja, vielleicht auch noch Graphit, dunkle Schokolade. Ja. Also es fällt einem einiges ein, wenn man wenn man diesen Wein probiert. Und was halt vor allem besonders spannend ist, wenn man das im Vergleich probiert. Es ist einfach der Wahnsinn, wie unterschiedlich zwei Weine sind, die auf die gleiche Art und Weise in fast der gleichen Region vom gleichen Winzer gemacht wurden. Also absolut perfekt, was hier rausgekommen ist. Absolut. Und natürlich dieser Ansatz, den die beiden fahren, ist für Neuseeland noch recht ungewöhnlich, dass man so diesen individuellen Charakter im Wein widerspiegelt. Und deswegen finden wir die Weine auch so spannend von den beiden. Und sind leider auch schon zum Ende gekommen von der Verkostung. Wir hoffen, es hat Ihnen sehr gefallen und fragen natürlich noch bei Pen und Nick, ob Sie noch ein paar abschließende Worte sagen möchten. Auf Ihr Wohl und bis dann. So enjoy these wines. We're very excited that in your autumn or winter you will be tasting this bright expression of 2017 and 18 from North Canterbury. Please, one day when borders are open and people are moving around, come and visit us anytime. Thanks for your... Great. Thanks. Thank you. Bye.